Alf, was schnupperst du denn da so an mir rum? Katzenhaare. 83er. Vielleicht auch ein 84er. Ja, hallo Retro-Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit dem Thema Toys und Merchandise der 80er und 90er Jahre. Ja, alles, was ich die letzte Zeit so an diesen Sachen online gefunden habe, möchte ich euch, oder sogar halt im Laden gefunden habe, möchte ich euch in dieser Folge präsentieren. Und wie ihr es im Vorspann schon gesehen habt, es geht ganz schön, ja, komisch zu, ja, ganz schön alfig zu. Alf ist eine meiner Lieblings-Comedy-Serien, eine meiner All-Time-Favorite-Serien und ich versuche so viel wie möglich von Alf zu bekommen. Ich habe schon einiges an Plüschfiguren, an Bully-Figuren, die Kassetten natürlich, ja, also alles Mögliche, und habe dann auf eBay etwas gesehen, wo ich halt einfach mitsteigern musste. Und Leute, ich bin so happy, das in meiner Sammlung jetzt zu haben. Das ist ganz frisch, das heißt, ich habe es mir noch gar nicht so hundertprozentig genau angeguckt. Es kam heute rein, ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ich habe hier 12 Alf Schlüsselanhänger. Noch original verpackt in der Tüte. Diese Karte ist unpunched hier oben. Ja, 12 Schlüsselanhänger von 1996. PTS Plüschspielwaren heißt die Firma, die es gemacht hat. Es ist ein offizielles Lizenzprodukt, denn das sieht man daran, dass hier steht 1996 Alien Productions. Ja, das sind diese offiziellen Sachen von Alf, die kamen alle von Alien Productions. Es ist von 96, es ist ein bisschen spät, es war so zum Ende von Alf, müsste das gewesen sein. Aber Leute, das Ding ist neu. Ja, es ist nicht von Bully, wie gesagt, ja, aber es sind Alf-Figuren am Schlüsselanhänger, neu, ja, nicht benutzt, noch in Folie verschweißt. Ich finde das so geil, Leute. Und überlegt mal oder ratet mal, was habe ich dafür bezahlt? Ich habe 30 € für diese Schlüsselanhänger bezahlt. Ja, es sind 12 Schlüsselanhänger. Das heißt, ich habe 2,50 € für den Schlüsselanhänger bezahlt. Das ist so, normalerweise kostet eine Figur einzeln eigentlich schon 3 bis 5 € oder so, das wollen die Leute haben. Ja, ich finde es mega, ich finde es geil. Das bekommt einen Ehrenplatz bei mir in meiner Alf-Sammlung. Wahnsinn. Ja, lasst mich wissen, was denkt ihr denn darüber? Ja, sagt ihr, was will er denn jetzt mit 12 Anhängern? Oder versteht ihr das, dass ich hier quasi so ein Ladendisplay, so ein Thekendisplay oder sowas halt bekommen habe im neuen Zustand? Lasst es mich wissen, ich finde es einfach mega. Ja, dann habe ich auf dem Toy-Sektor zugeschlagen. Ja, und wie viele von euch wissen, ich bin mit den Masters of the Universe aufgewachsen in den 80ern. Ja, danach die Toylines, die kamen, wollte ich auch immer haben, habe sie so gut wie nie gekriegt. Ich habe von den Ghostbusters eine Figur bekommen und ich habe, wie ich auch schon mal erwähnt habe, von einer anderen Toyline auch nur eine Figur gehabt. Die habe ich mir jetzt wieder besorgt. Das ist die eine und somit ist eigentlich meine Sammlung abgeschlossen. Ja, und zwar handelt es sich um Mask. Ja, ich habe endlich den Condor bekommen. Ich glaube, das ist der Brad Turner, der da drauf sitzt. Ja, dieses Fahrzeug hatte ich früher gehabt. Das weiß ich noch ganz genau, wie ich das mit meinem Vater kaufen gegangen bin. Ich durfte mir was aussuchen. Ja, ich wollte was Größeres haben, aber die Dinger waren halt einfach schweineteuer damals. Und dann hat es nur, in Anführungsstrichen, für diesen Condor gereicht. Und wie ich den jetzt endlich bekommen habe, war ich super glücklich. Auch ein bisschen ja, auf den Boden der Tatsachen geholt, weil der wirklich ganz schön mickrig ist. Ja, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber man wird halt älter und größer. Aber das Ganze funktioniert einwandfrei. Ich kann ihn umbauen. Ja, Mask ist ja diese Serie gewesen, diese Cartoon-Serie aus Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er, wo die Fahrzeuge eine große Rolle gespielt haben, die sich halt verwandeln konnten. Und das Motorrad wird hier halt zu einem Hubschrauber. Das Ding, wie gesagt, die Verwandlung funktioniert noch einwandfrei, ist auch nicht ganz so gravierend. Ja, ja, die Scheibe vorne ist noch im einwandfreien Zustand. Hier ist nichts abgebrochen, alle Aufkleber sind noch dran und die Figur, der Gute, ist auch im Top-Zustand. Ja, er hat seine Maske dabei, die Maske ist nicht abgebrochen und Leute, die Maske ist noch weich. Ja, ich finde es total klasse. Ich finde es total geil. Ja,
Ich habe keine andere Figur, wie gesagt, früher gehabt aus der Mask Toyline. Jetzt habe ich mir den besorgt, den ich damals hatte. Ja, es gibt ein paar richtig klasse Sachen, da bin ich am Überlegen, holst du dir auch noch, weil du damit ein paar Berührungspunkte damals hattest, weil mein Freund, der Lutz, Grüße an dich, damals auch zum Beispiel den Rhino hatte, also diesen Truck. Ja, bin ich am Überlegen, wenn ich die vielleicht irgendwo finde, zu einem vernünftigen Preis, dann ja. Ansonsten bleibt es halt bei dem Condor. Ja, das ist die Erinnerung, die ich an Mask habe, abgesehen von der Zeichentrickserie natürlich, ja, was die Spielzeuge angeht. Auch da schreibt es mir in die Kommentare, was denkt ihr über Mask. Ein weiterer Toy-Fund. Ja, die Ghostbusters-Figuren kennt ihr ja alle, die Real Ghostbusters. Ich habe auch schon ein Video über die Extreme Ghostbusters gedreht, wo ich die Figuren vorgestellt habe, die ich bekommen habe. Habe erwähnt, dass ich die Serie eigentlich gar nicht kannte, bis vor kurzem, bevor ich das Video gedreht habe und mir die Figuren geholt habe. Und was soll ich sagen, mir hat jetzt noch eine Figur gefehlt. Die sind auch aus Ende der 90er, von 1997. Ja, und zwar ist das die Kylie. Die Kylie ist der letzte Ghostbuster, der mir gefehlt hat. Somit habe ich sie jetzt alle komplett in der Standardausführung. Alle Figuren gibt es auch nochmal in einer Deluxe-Ausführung. Die habe ich jetzt nicht, da sind irgendwie auch Batterien dabei, die sind irgendwie elektronisch. Brauche ich jetzt nicht so wirklich. Ja, mir reichen diese Figuren. Ich finde diese Extreme Ghostbusters richtig klasse. Ich finde auch die Cartoon-Serie, die ich auch erst vor kurzem halt, ja, darauf aufmerksam wurde, die ich mir angeschaut habe. Ich bin jetzt auch bald durch. Ich finde diese Cartoon-Serie richtig klasse, weil sie so ein bisschen düsterer ist wie die Real Ghostbusters oder die Filmation Ghostbusters. Sie ist ein bisschen, finde ich, ernster, ein bisschen dunkler gehalten und das gefällt mir sehr gut. Die Figuren sind ganz schön bunt im Gegensatz zu der Serie, aber naja, was soll's. Gefällt mir gut und für diese Figur habe ich jetzt auch 19,99 € bezahlt. Wie gesagt, von 1997, der letzte Ghostbuster, der mir in der Extreme Ghostbusters Serie oder Reihe gefehlt hat. Ja, dann war ich, oh Gott, ich war einkaufen ich glaube, das war im Pennymarkt. Der ist bei mir so bei der Arbeit so um die Ecke. Ja, das heißt, da rennt man mal schnell vor der Arbeit vorbei oder mal nach der Arbeit, wenn man eine Kleinigkeit braucht, bevor man halt irgendwie ein paar Kilometer fährt. Ja, kann man gut verbinden. Und da hatten sie was gehabt, wo ich dachte, das nehme ich mit. Das finde ich ziemlich cool. Und zwar habe ich eine neue Basecap. Und zwar von Top Gun. Ja, die hatten auch T-Shirts und so weiter. Das fand ich jetzt nicht so. Die waren vom Aufdruck her, haben die mir nicht so gefallen. Aber hier eine Top Gun Basecap. Ja, finde ich richtig toll. Ja, auch hier nochmal der Anhänger dran. Ja, und 2020 Paramount Studios, das heißt, es ist auch offizielle Lizenzware. Ja, und finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse. Die hat mich, glaube ich, 4,99 € gekostet und da dachte ich mir, die nehme ich mit. Ja, und werde die eventuell bei dem einen oder anderen Video, wenn es wieder mal um Filme geht, was auch demnächst kommen wird, vielleicht mal gegen diese Mütze hier ersetzen. Ja Leute, das waren die Highlights meiner letzten Wochen, meiner letzten Funde, die ich gemacht habe. Ganz besonders natürlich die Alf-Schlüsselanhänger, die gefallen mir richtig, richtig gut. Die bekommen einen Ehrenplatz bei mir. Ja, und es wird weiterhin, ein kurzer Ausblick zum Kanal, es wird weiterhin natürlich Update-Videos geben über Sachen, die ich gefunden habe. Das möchte ich natürlich mit euch teilen. Ja, ich werde aber auch themenbezogene Videos jetzt mit einstreuen. Ja, das heißt, ich werde euch zum Beispiel wieder Alf, ein Video zeigen, wo ich meine Alf-Sammlung vorstelle. Also alles, was ich von Alf besitze, ja, eventuell dann noch anmerke, was ich vielleicht noch besitzen möchte, ja, dass man so einen kleinen Aufruf in dem Video macht. Das kann ich zu Alf machen, das mache ich eventuell zu den Ghostbusters. Ja, zu Bravestar kommt natürlich auch noch ein Video, das ist schon lange in der Arbeit, ja, aber ich bin noch ein bisschen am Tüfteln damit. Also diese Sachen habe ich vor, themenbezogene Videos. Es wird auch wieder ein Filmvideo geben. Ich werde euch nach wie vor meine Filme vorstellen, die ich neu habe, aber ich werde auch einfach mal meine Sammlung präsentieren, damit ihr mal einen kompletten Überblick halt habt. Nicht immer nur die Update-Videos, sondern mal einen kompletten Überblick, was ich für Filme habe. Das werde ich noch ein bisschen unterteilen, eventuell in Serien, in Zeichentrick, vielleicht in Jahrzehnte. Ja, alle Filme 80er Comedy, alle Filme 90er Action etc. Ja, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, was ich so an Filmen schaue, was mir so gefällt. Und
Ja, ich blende hier nochmal so ein, zwei Videos ein, ja, dass ihr schon mal seht, was ich so für Update-Videos mache, wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über jedes Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und in diesem Sinne, macht's gut, euer Retro Raune.